Hallo, ich stelle euch heute eine neue Figur vor. Sie kommt von dem Anime Konosuba. Ihr Name ist Megumin. Sie hat einen Scale von 1,7. Ihr Hersteller ist, glaube ich, Soul International oder Surfers Paradise. Bin mir jetzt gerade nicht sicher, einer von den beiden. Ja, dann würde ich sagen, schauen wir uns gleich die OVP an. Hier sieht man schon den Scale der Figur. Hier sieht man den Namen, glaube ich, von der Figur. Megumin, schätze ich mal. Und irgendwas Version. Hier oben sieht man den Anime. Dann sieht man auch schon die Figur mit viel Plastikschutz, was ich super finde. Ich habe von dem Hersteller bis jetzt, glaube ich, nur eine Figur. Und die habe ich, glaube ich, verkauft. Also ich hatte sie. Hier sieht man schon die Megumin-Figur, wie sie aussehen soll. Seitlich sieht man dann auch die Figur nochmal, sogar den Namen Megumin hier auch nochmal und den Scale. Hinten sieht man dann auch die Figur und man kann, was ich weiß, hier irgendwie ein LED reingeben, dass das Ganze leuchtet. Habe ich jetzt keinen da, aber vielleicht werde ich das irgendwann noch machen. Ja, und hier sieht man Megumin noch einmal. Zusätzlich finde ich es ganz schön, dass die Box so mit gelb-rot gemacht wurde. Passt sehr gut, eben wegen dem Outfit von der Figur. Ja, dann würde ich sagen, öffnen wir auch gleich die Box. Ja, hier sieht man dann schon die Figur in der Plastikbox. Auch wenn sie noch so viel Plastikschutz gemacht haben, haben sie leider hier keinen Plastikschutz gemacht und hier stehen die Haare aber an dem Plastik an. Ich sehe auch hier schon Farbe auf der Plastikbox. Ich hoffe, das ist nicht so viel abgegangen, dass hier keine Farbe mehr ist. Hier sieht man dann schon das Explosion-Teil von ihrem Stab, glaube ich, war das. Bin mir jetzt gerade nicht sicher. Die Katze und den Hut hinten. Ich mag Megumin wirklich sehr gerne, deswegen habe ich mir die Figur auch gekauft und ich hoffe, dass sie nicht so viele Mängel hat, da ich den Hersteller nicht so gut kenne. Ja, hier sieht man auch den Stab. Ja, dann öffnen wir gleich die Plastikbox. Hier sieht man auch die Beschreibung. Ja, hier haben wir die Base in dem Plastik und den Magic. Keine Ahnung, wie ich das nennen soll. Ich fand das auf jeden Fall extrem cool bei dieser Figur, eben wegen dieser Base. Erstens, die Base finde ich wirklich sehr interessant mit den ganzen Teilchen hier und den Magiekreis da, was das sein soll, glaube ich. Und ja, das zusätzlich auch noch. Die Farbe ist extrem cool. Ich mag dieses Rot-Violett extrem gerne. Und auch, dass hier so blau, gelb und orange gemacht wurde. Also von der Verarbeitung her sieht es jetzt auch nicht so schlecht aus. Hier sieht man ein bisschen abgewetzt ist es hier, aber ansonsten auch das finde ich ganz cool, dass hier so Flammen, glaube ich, sollen das sein, gemacht worden sind. Also wirklich schön. Was mir auch sehr gefällt, ist hier der Farbverlauf von dem Rot zu dem Pink und auch, dass das Ganze ein bisschen orangelich ist. Finde ich sehr schön. Also in dem Rot. Also das finde ich schon mal extrem cool. Auch wenn hier innen sieht man hier auch ein bisschen, sieht es auch komisch aus, die Verarbeitung. Aber ansonsten sieht es sehr schick aus. Also Base ist jetzt schon mal cool, finde ich. Hier ist eben eine Stütze für den Fuß. Wobei ich die ein bisschen klein finde. Also der Stab ist extrem kurz. Ich hoffe, dass die Figur wirklich dann auf Dauer hält und nicht irgendwann abgeht. Hinten, sieht man eigentlich nur Made in China, Konosuba, Kadokawa, bla bla bla. Ja, dann haben wir hier die Figur. Sie ist Gott sei Dank seitlich nicht so abgeschürft, hat dafür hier, keine Ahnung, was sie da gemacht haben. Farbstriche. Keine Ahnung, was das sein soll, es gehört sicher nicht dahin. Ehrlich gesagt muss ich auf den ersten Blick sagen, die Figur ist von der Qualität echt Schrott, also die ist wirklich eine Preisfigur, macht allen Ehren den Preisfiguren. Also kein qualitativ hochwertiger Hersteller in meinen Augen. Was ich auch sehr schade finde, ist, dass hier wurde nicht mal eine Schattierung gemacht bei den Knochen. Also ja, ich werde auf jeden Fall die Figur jetzt mal auf die Base geben. Ja, also zur Befestigung. Dieser Stab ist ein wenig kürzer, da er hier zu dem Fuß nur so reingesteckt wird, dass dieser Fuß überhaupt hält. Katastrophal für mich ist, dass das untere Stück eigentlich relativ useless ist.
da das obere gar nicht mehr tiefer reingeht. Heißt, sie schwebt hier in der Luft. Zumindest bekomme ich das jetzt nicht so rein. Also sie hat hier vorne auf dem Fuß einen gelben Punkt. Was ich auch nicht so gut finde, ist, dass hier quasi, man sieht hier ein wenig rein. Das sieht man vielleicht jetzt nicht so gut, aber hier sieht man leider rein. Hier ist ein leichter gelber Fleck. Ja, das Allerschlimmste für mich ist diese Klebung bei dem Fuß. Das sieht einfach nur schrecklich aus, grauenhaft. Man sieht hier überall den Kleber, also keine Qualität, wenn man das sieht. Ja, dann die Finger von ihr, die finde ich extrem hässlich gemacht. Die Fingernägel sieht man fast gar nicht. Das Schwarz sieht einfach nur billig aufgedruckt aus. Sogar hier das Viereck, wo die Haut frei ist hier ganz verschwommen auf der Seite. Ja, zum Gesicht. Sie hat hier einen kleinen Punkt. Den kann ich aber, glaube ich, entfernen. So im Ganzen finde ich das Gesicht eigentlich ganz okay. Es sieht wirklich Megumin aus. Jedoch, was mich ein wenig stört, ist, ich hoffe, man sieht das hier, hier innen im Mund wurde ganz leicht rausgemalt, hier seitlich. Das sieht extrem grässlich aus. Ja, das Gewand hierbei finde ich auch nicht gut. Es sieht einfach langweilig flach gepresst aus. Die Schattierungen sind zwar vorhanden, aber einfach viel zu wenig. Also es fehlt eindeutig viel. Ja, auch diese Hand, einfach nur grässlich von der Verarbeitung. Das Ganze glänzt sogar ein wenig, also richtig wie so billige Price-Figuren, meiner Meinung nach. Also echt nicht schön gemacht. Hierbei, was ich auch recht schrecklich finde, ist diese gelbe Linie bei dem Kleid. Es wurde weder hier mit der Falte mitgearbeitet, dass die Linien irgendwie ein wenig anders aussehen würden, noch wurde hier mitgearbeitet, dass das Kleid hier eigentlich dünner wird und dicker wird. Die Linie wurde einfach brutal gerade rundherum gezogen. Sehr traurig in meinen Augen. Was ich gut finde, hier sind ein paar Falten gemacht worden. Auch hier hinten die Falte passt sehr gut. Der Gürtel sieht auch sehr schön aus, dass man hier die Pobacken ein wenig durchsieht. Durch das Kleid finde ich auch nicht schlecht. Generell haben sie die Pose, finde ich, relativ gut gemacht. Also auch hier vorne mit der Bewegung, mit dem Kleid hier, dass hier auch eine Falte gemacht wurde und hier der Schwung nach oben geht, finde ich sehr schön. Also echt nicht schlecht gemacht. Man sieht hier auch ganz leicht die Brüste von ihr. Was mir eben fehlt, was ich vorher schon mal erwähnt habe, ist, irgendwie sind hier gar keine Schattierungen vorhanden. Ja, es ist einfach ein bisschen sad. Ja, zu den Haaren. Ich finde, die Haare haben sie eigentlich relativ gut hinbekommen. Das Einzige, was mich hierbei ein wenig stört, sind, dass hier die Spitzen wieder so abgerundet gemacht wurden seitlich. Hier vorne sehen sie eigentlich relativ gut aus, also hier oben. Wo ich vorher meinte mal, hier sind so Striche. Ich glaube, das ist, wo sie die Haare einmal eingeschnitten haben. Ich habe keine Ahnung, aber es sieht einfach nur schräg und grässlich aus. Also auf jeden Fall nicht schön. Dass die Haare hier so schwungvoll sind. Zu der Seite finde ich jedoch cool. Ja, was ich mitbekommen habe, kann man ihr den Kopf abnehmen. Das geht relativ leicht. Und das macht man aus dem Grund, damit man den Umhang gleich darauf geben kann. Zeige ich jetzt mal so. Ich finde, den Umhang haben sie merkwürdigerweise relativ okay gemacht. Also die Falten sind Bombe, also wirklich super gemacht. Auch dass hier alle Falten so in einer Linie sind, finde ich sehr cool. Die ganzen Schattierungen hierbei wurden um einiges besser gemacht. Das Einzige, was mich hierbei ein wenig stört, ist die ganzen Linien, wo das Gelb anfängt. Man merkt direkt, dass hier einfach irgendwie mit Schwarz eine Linie gezogen wurde dazwischen. Das sieht einfach komisch aus. Und manchmal ist die Linie breiter und dann wieder schmäler und dann ist sie wieder auf den Gelb raufgemalt worden. Das sieht halt ja sehr billig aus. Innen schattiert sehr schön, also mit diesem Violett, dunkelviolett, aber diese Linie eben hier oder wurde mit dieser Farbe über diese gemalt und es wirkt das dadurch ein wenig dunkler, kann auch sein. Hier die Klebung ist nicht schön. Was ich auch grässlich finde, ist hier.
Das Ganze, wie das hier zusammengeklebt wurde. Dann kommt mir dieses Gelb dunkler vor als dieses Gelb. Also das sieht jetzt auch ein wenig creepy aus. Ja, ansonsten generell hier, das sieht halt auch ein bisschen unsauber gemacht aus, dass das Gelb irgendwie auf dem Schwarz oben ist. Ja, auf jeden Fall gehört dieser Umhang hier aufgegeben. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob sie hier bei einem Magneten reingemacht haben beim Umhang, weil das irgendwie sehr gut liegt. Nein, wirkt nicht so. Aber auf jeden Fall der Umhang liegt sehr gut auf dem Kleid von Megumin. Das finde ich sehr gut, weil ich mir schon dachte, wow, der ganze Kopf muss den Umhang halten, eigentlich traurig. Auf jeden Fall gehört der Kopf dann wieder raufgesteckt. Irgendwie. Ja, auf jeden Fall habe ich das richtig gemacht. Der Umhang ist quasi eigentlich nur auf den Schultern. Wird nirgendwo befestigt, einfach mit dem Kopf soll er halten. Und hier hinten auf dem Kleid liegt er ein wenig an, was ich jetzt gut finde, dass er anliegt. Aber ich finde ja, ich weiß nicht, den hätten sie vielleicht einfach gleich anmachen sollen, weil ob der auf Dauer hält, ich hoffe es zumindest. Ja, dann hat Megumin noch den Stab. Der hat ja auch 2 so Löcher. Den kann man auch auseinandergeben, was ich mitbekommen habe. Irgendwo. Hier. Ja. Dann sind hier 2 so Plastikstücke, was rausstehen. Das gehört auf jeden Fall reingesteckt. Bei den Löchern hier. Von der Verarbeitung her ist der Stab eigentlich genauso nicht hochwertig wie die Figur. Also das untere Loch geht super rein, das obere nicht. Da muss man sich wieder spiegeln, dass das gut hält. Ja, das werde ich dann auf jeden Fall nochmal reindrücken, weil das obere nicht ganz reingeht. Dann hat sie noch die Katze und ihren Hut. Ja, das wäre mal der Hut. Erinnert mich immer wieder an den Hut von Harry Potter. Knöpfe, sehr schön gemacht. Auch das hier rundherum. Hier sind lauter so kleine, ich hoffe, man sieht das hier, Pünktchen. Die Falte wurde schön gemacht. Auch rundherum halbwegs schön gemacht. Das Zöpfchen hier oben ist auch ganz gut. Nur hier mich stört der Verlauf ein wenig von dem Braun zu dem Gelb, da das Ganze irgendwie so abgehakt wirkt. Innerhalb sieht man den Abdruck für den Kopf. Ich hoffe, der Hut hält. Am besten wäre wieder ein Magnet, bitte ein Magnet. Ohne Magnet ist das grässlich, weil das fällt dann irgendwann wieder runter und dann bekommt die Figur lauter Kratzer. Ich hoffe es, bitte. Oh nein. Ja, also es ist wirklich traurig, weil ich mir denke, eigentlich hätte ich mir einen Magnet schon vorgestellt bei so einer Figur, dass sie preislich relativ hoch war. Zumindest sollte der Hut halten, hoffe ich. Ja, ich glaube, das Ganze mit dem Hut soll so aussehen. Der Hut liegt hier quasi auf dem Mantel ein wenig an, was auch jetzt nicht so schlecht ist, aber ja, ein Magnet wäre trotzdem um einiges besser gewesen. Dann haben wir noch die Katze. Die finde ich total cool. Und wieso haben die das alles zugemacht eigentlich? Man muss hier alles aufreißen. Auch der Stab war zum Aufreißen, der Hut nicht. Ja, das ist die Katze. Gott sei Dank sind die Flügel noch dran. Die, was irgendwie der eine ein wenig größer ist und der andere kürzer. Der Schweif, also wirklich sehr cool. Ich liebe diese Katze. Sieht so cool aus. Hier das Kreuz oben. Einfach, ich liebe diese Zähne. Ja, für die Katze steht hier noch so ein Plastikstück raus. Die hat hier so ein Loch. Gehört hier quasi auch noch reingesteckt. Ich hoffe, ich mache das richtig. Ja, die geht auf jeden Fall sehr leicht rein. Und bloß nicht bei den Flügeln halten oder beim Schweif, sonst ist das Ganze sicher gleich runter. Ja, das wäre jetzt die Figur. Im Allgemeinen sieht die Figur von der Pose und allem Bombe aus. Also ich habe sie mir auch deswegen gekauft,
weil ich es einfach extrem cool finde, wenn die Figuren einfach mal ganz anders aussehen, als sie stehen langweilig da, machen Peace oder sonstiges. Ich finde einfach, die Figur hat das gewisse Etwas, eben alleine, dass die Katze dabei ist, einfach cool, weil ich glaube, es gibt keine Megumin-Figur, wo dabei die Katze dabei ist. Bin mir gerade nicht sicher, aber ich glaube. Auf jeden Fall gehört dann bei dem Stab noch, hier ist das Ende, das gehört dann hier durch die Hand gesteckt und dann hier noch so rein. Auf jeden Fall so von der Pose und allem finde ich die Figur extrem gut. Also wirklich Bombe, sonst hätte ich mir die Figur nicht gekauft, nicht vorbestellt, weil ich den Hersteller jetzt nicht so gut kenne. Die Figur war relativ teuer, ich glaube, sie ist mir auf 180 gekommen, 200 Euro, dass ich eher ungern bezahle für einen Hersteller, den ich nicht so gut kenne. Was mich jedoch überredet hat, war eben die Pose, dass die Katze dabei ist und dass hier einfach die Magie von dem Explosion dabei ist. Das sieht einfach wirklich Hammer aus. Auch die Farbenkombination hier von dem Teil sieht super aus. Die Base haben sie auch super gemacht, also passt wirklich gut mit allem zusammen. Eben die Pose, wie sie den einen Fuß bewegt, den anderen schräg. Und ich habe ja doch den einen Fuß halbwegs gut reinbekommen nach dem dritten Versuch. Was ich schade finde, ist eben, dass bei den Hut kein Magnet ist. Bei dem Mantel finde ich so ganz okay, aber sie hätten es auch ein bisschen besser zum Fixieren machen können, also dass man den leichter besser fixieren kann, dass er besser hält. Den Stab finde ich extrem cool, dass der hinten ist, dass man den von hinten sieht. Was ich gut finde, ist, dass sie eben zerstückelt haben, den Stab, dass man den hierbei auseinanderstecken kann, dass da man sich wesentlich leichter tut, so als wie wenn es ein ganzer Stab wäre, was ja auch manche Figuren haben, wo ich mir oft denke, oh mein Gott, Hilfe. Hier hinten bietet sich eben noch ein Loch an für die LED, was ich auch extrem cool finde. Also das ist wirklich, auch wenn es nur eine Kleinigkeit ist, macht das oft wirklich eine Figur zu was Besonderem. Also so von Pose, Ideen ist die Figur wirklich eine 1. Also da würde ich ihr von 10 Sternen 10 Sternen geben. Von dem Gesicht her sieht sie aus wie Megumin. Auch das Gewand wurde okay gemacht, aber von der Qualität ist die Figur für mich gleich einer Price-Figur, die was man um 20, 30 Euro bekommt in Japan, was ich ehrlich gesagt schrecklich finde. Die Hände sehen grässlich aus, also die sind wirklich billig gemacht, billige Qualität, also quasi keine Qualität. Dass hier die Klebung noch sichtbar ist, also grauslich, wirklich, sieht nicht toll aus. Wenn man die Figuren von der Nähe betrachtet, sieht sie wirklich nicht gut verarbeitet aus. Also sagen wir so, von den ganzen, wenn man die Figur von der Ferne sieht, würde ich der Figur von 10 Punkten 9 Punkte geben. Und wenn ich die Figur genau anschaue, gebe ich der Figur von 10 Punkten, glaube ich, 7 Punkte, weil die Verarbeitung einfach für den Arsch ist. Die ist wirklich grässlich, also traurig für das Geld eigentlich, dass man sich so eine Figur kauft. Einfach, ich weiß nicht, die Hände, die machen mich einfach fertig. Wenn ich die so anschaue, die sind einfach ekelhaft. Also die Fingern schon alleine, wie die gemacht wurden. Und hier, der Handschuh, der ist ja nicht mal ganz richtig schwarz, der ist so grau-schwarz und es glänzt überall so richtig nach Fake-Figur oder Billig-Figur. Ja, zum Größenvergleich, sie ist eine 1/7-Scale-Figur, sie hat einen sehr guten 1/7-Scale, also sie ist wirklich kein 1/8-Scale, sie ist wirklich eine passende 1/7-Scale-Figur. Ich stelle jetzt auch noch eine andere dazu. Das ist eben eine sehr große 1/7-Scale-Figur, aber sie ist wirklich in den 1/7-Scale-Bereich, also so von der Größe her gibt es nichts zu bedauern. Die Figur kaufen oder nicht kaufen. Ich sag so, ich persönlich, wenn ich den Anime nicht lieben würde und den Charakter, würde ich mir die Figur niemals kaufen um diesen Preis, da ich finde, die Figur ist eigentlich nicht mehr wert als 80 Euro in meinen Augen, auch wenn sie eine super Pose hat und sonstiges. Die Qualität ist einfach Schrott in meinen Augen, also die kann wirklich gar nichts.
Einzig alleine der Umhang, den was ich super finde, von den Falten und Schattierungen, und den Hut finde ich ganz okay, aber alles andere ist für mich einfach, ja, das Gesicht geht noch, die Haare, aber wie alles gemacht wurde, einfach grässlich, viele Farbfehler, Klebungen sind zu sehen und die Hände sehen einfach ekelhaft aus. Also wenn man die in echt sieht, denkt man sich nicht echt, wow, das soll eine Scale-Figur sein. Also wirklich sehr traurig. Kaufen würde ich eher sagen, Geschmackssache. Wenn man Megumin wirklich gerne mag und nicht so den Wert auf Qualität setzt und nicht so genau hinschaut, sondern nur von der Ferne, auf jeden Fall kaufen. Aber wenn eine Qualität wirklich wichtig ist, ja, dann würde ich eher sagen, nein, keine von diesen Herstellern kaufen. Also ich werde auf jeden Fall nicht viele Figuren von diesen Herstellern kaufen, da ich die Qualität einfach nicht gut finde. Ja, das war mein Unboxing. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.